Habt ihr früher auch den Teig so roh genascht? Ich schon. Herrlich. Jetzt haben wir ja im Moment ganz viel Zeit zum Backen, ne? Und Backen ist ja auch was glücklich macht. Da kann man auch mal ein bisschen abschalten, das braucht man unbedingt. Darum fände ich mir jetzt hier mal schon mal meine Springform so ein bisschen da aus. Und wir machen uns heute so richtig tolle Donauwelle oder auch Schneewittchenkuchen, aber als Datschen. Und dafür habe ich mir hier schon mal ein bisschen Backpapier rund geschnitten und dann passt hier genau drauf auf den Boden. Für den Kuchenboden tun wir uns die Eier mit Zucker und Vanillezucker schaumig schlagen. Falsche Richtung ist wieder. Mensch, gucke mal, wie schön schaumig weiß unser Schaum geworden ist, unser Teig. Und jetzt geben wir auch gleich die Butter rein und dann schmeißen wir das Maschinchen wieder an, aber diesmal ein bisschen langsamer, ne? Inzwischen mischen wir uns dann auch wieder die trockene Zutaten, ne? Da habe ich ein bisschen Salz, das kommt ins Mehl, ein bisschen Backpulver und das tun wir jetzt einmal so unterheben, ne? Und das geben wir jetzt wieder löffelweise mit dazu. Jetzt habe ich noch ein bisschen Milch, da kommt auch noch was rein, dass es nicht wieder ganz so fest wird, ne? Sonst staubt es in der Schüssel. Ach ja, siehst du, und der Ofen, den heizen wir schon mal vor auf 175 Grad Ober- und Unterhitze. Die Hälfte von unserem schönen Teig tun wir jetzt schon mal da rein in unsere Springform. Und die tun wir erst einmal schön gleichmäßig verteilen, ne? Und jetzt kommt schon ins Anne die Schokolade rein, ne? Da tun wir jetzt dann unser Kakaopulver rein. Genaue Mengenangaben findet ihr ja wieder unten in der Infobox. Und noch ein bisschen Milch. Und das tun wir auch mal schön alles verrühren, ne? Und jetzt schaut mal, wie schnell das geht. Man denkt es gar nicht. Ich habe auch mal gedacht, Mensch, Donauwelle, so viel Schichten. Das ist ja voll kompliziert. Es ist gar nicht. Und die ist so lecker. Und jetzt tun wir schon unser Schokoladenteig oben drauf. Und dann schön vorsichtig drüber streichen, ne? Habt ihr früher auch den Teig so roh genascht? Ich schon. Herrlich. So muss das dann aussehen, ne? Und dann braucht man natürlich jetzt die dollen Kirschen. Und die habe ich schon rechtzeitig schon mal abgesiebt. Und das Wasser von den Kirschen, das kann man total super auch im Wasser rein und dann trinken. Einmalig. Und jetzt tun wir unsere Kirschchen da drauf. Und die sorgen ja dann später, weil die dann einsinken beim Backen dafür, dass so eine tolle Welle entsteht. Und jetzt geht's schon ab in den Ofen. Gucke mal, der Boden ist jetzt schon komplett ausgekühlt. Den habe ich auf so eine drehbare Tortenplatte platziert, ne? Und jetzt brauchen wir natürlich unsere leckere Buttercreme, ne? Und dazu tun wir unsere Butter jetzt so richtig schön schaumig rühren. Da habe ich schon einen Pudding vorgekocht, der ist schon abgekühlt und den habe ich auch heiß in eine Schüssel abgefüllt, ne? Und mit so einer Plastikfolie abgedeckt, sonst bildet sich nämlich eine Haut. Und den tun wir jetzt noch mal ein bisschen rühren. Und die Butter ist natürlich auch zimmerwarm, ne? Und dass das alles so ein bisschen die gleiche Temperatur hat, ist auch ganz wichtig für richtig cremige Buttercreme. Und den geben wir jetzt dann auch so löffelweise langsam mit dazu. Und jetzt gucken wir mal, was das für eine tolle Buttercreme ist, ne? So richtig cremig, nicht grisselig, einmalig hier, du. Und dann brauchen wir jetzt auch schon unser Tortenringle, ne? Das tun wir jetzt einfach da überspannen und natürlich unsere tolle Tortenfolie, ne? Die liebe ich ja über alles. Ich verlinke euch das alles immer noch mal unten in der Infobox, weil das sieht man ja sein Werk so schön. Die tun wir jetzt einmal zwischen Boden und Tortenring platziere. Und jetzt tun wir dann auch schon unser lecker Buttercreme so richtig schön da drauf streichen, ne? Ihr könnt dann mit dem Löffel immer so ein bisschen vorarbeiten, ne? Und damit es so richtig schön glatt wird, Moment, nehme ich wieder meine Winkelpalette. Mensch, jetzt habe ich das Deutsche schon mal in den Kühlschrank gestellt. Das ist ein bisschen durchgekühlt und jetzt brauchen wir noch den Kakaoguss und den machen wir uns mit Schokopulver und Butter und nicht mit der Kuvertür, weil dann wird das nämlich so hart. Und dazu tue ich mir ein bisschen heißes Wasser hier in meinen Butterzug rein, ne? Und unser Kakaopulver und das tun wir erstmal ordentlich verrühren. Brauchen wir dann nämlich auch noch ein bisschen Butter, dass das später fest wird und die tun wir einfach in der Mikrowelle kurz ein bisschen auflösen. So, gucke mal. Und da rührt das so richtig schön, dass es so ein bisschen cremig ist, so ein bisschen schmierig, also nicht zu fest und auch nicht zu dünne, ne? Und ich schreibe euch ja unten immer alles in die Infobox, die genauen Mengenangaben, und da kann er ohne schief gehen. Und jetzt tun wir dann noch ein bisschen Butter dazu, dass es so richtig schöne glänzende Masse wird.
Torte für die Seele, Leute. Lasst euch schmecken, bleibt mal gesund. Ciao, macht's gut.